Das erste Gadget, was extrem nützlich ist, vor allem wenn du auch in Deutschland viel auf Touren gehst, sind die sogenannten Fischgrätenheringe. Und das sind kleine spezielle Verankerungen, die man dazu verwenden kann, sein Zelt auch in Schutzhütten oder auf Trekkingplateaus aufzubauen. Denn dort findet man häufig Holzbalken vor, die das Aufstellen auch von freistehenden Zelten, geschweige denn von Zelten, die mit einem Trekkingstock einherkommen, wirklich sehr, sehr schwierig macht. Und wer schon mal in der Eifel, im Sauerland oder im Schwarzwald unterwegs war, der weiß, das ist gar nicht so einfach, da sein Zelt wirklich im Wind auch aufzubauen, sodass das wirklich mit Leinen befestigt ist. Man kann sich damit Stöckern irgendwie behelfen, aber die Konstruktion ist dann auch beim Wind nicht ganz stabil. Und diese Fischgrätenheringe sind sehr schlau, denn man kann sie zwischen zwei Balken stecken, eindrehen und die Spannfeder sorgt im Prinzip dafür, dass die Konstruktion immer auf Spannung ist, auch immer hält, wenn es mal windig ist und man sein Zelt wirklich genau wie auf der Erde hier aufstellen kann. Sehr, sehr praktisch. Da gibt es von vielen Herstellern wirklich Modelle. Diese Modelle sind von Nace und ein Hering wiegt ungefähr 15 Gramm. Also ich finde auch relativ leicht dafür, kostet nur rund €1 und ich werde es auf jeden Fall in zukünftig auf Touren verwenden, ja, wo eben Trekkingplateaus da sind oder wo ich weiß, da ist eine Schutzhütte, wo ich vielleicht ja aus Sheltergründen mein Zelt drin aufbauen möchte. Das zweite Gadget ist extrem nützlich, wenn du noch Geräte verwendest, die nicht über ein wiederaufladbares Akku verfügen, sondern auch batteriebetrieben sind. Bei mir ist das zum Beispiel dieser Audiorekorder, den ich beim Film verwende. Es können aber auch Garmin-Navigationsgeräte, Kopflampen oder andere ältere Geräte sein. Denn da gibt es von Nitecore wirklich ein geniales Produkt, Batterien wirklich mit einem USB-C-Eingang, die ich dann einfach genau wie normales Lithium-Ionen-Akku einfach laden kann. Die Kapazität ist dabei auch sehr, sehr groß mit 2400 mAh. Und dann kann ich eben Geräte auch auf der Tour aufladen, muss keine Ersatzbatterien mitnehmen, habe sowieso eine größere Kapazität, ohne extra Gewicht zu haben. Mittlerweile verwende ich die sogar auch zu Hause im Haushalt, um dann meine Waage zum Beispiel wieder aufladbar zu machen und ich entdecke eigentlich da immer mehr Einsatzfälle. Der Preis, muss man sagen, ist ursprünglich ein bisschen hoch. 32 € kosten die bei Nitecore direkt im Store. Ich finde aber, für mich lohnt es sich auf jeden Fall, weil ich bei jeder Tour eigentlich immer 2 bis 4 Batterien so pro Woche brauche für meine Geräte und mir dadurch schon einiges langfristig an Geld sparen konnte. Als nächstes kommt ein absolutes Hightech-Gadget, nämlich die Backpacker-Mückenabwehr von Thermacell. Und das ist ein 114 Gramm schweres Gerät, was die Aufgabe hat, einen 20 Quadratmeter großen mückenfreien Raum um seine eigene Position zu setzen. Und ich habe schon viel zum Thema Mückenabwehr probiert, irgendwelche Duftkerzen, andere Elektronik. Nichts hat bei mir jemals etwas gebracht, außer dieses Produkt. Das liegt daran, weil es nicht elektronisch ist, sondern einfach mit Gas betrieben wird. Dieses Gerät hat hier unten Adapter und ich kann es einfach so auf eine 100 Gramm Gaskartusche zum Beispiel schrauben und dann einfach hier nur auf On drücken und über diese Piezo-Zündung, man braucht also auch kein Feuerzeug, kann ich das Ganze entzünden. Und man sieht es jetzt vielleicht hier so ein bisschen, da entzündet sich jetzt ganz langsam eine kleine Flamme und die sorgt dafür, dass hier oben dieser kleine Grill erhitzt wird. Und darauf legt man dann ein kleines blaues Plättchen, was in Aletrin getränkt worden ist. Die Plättchen kommen nicht dabei, die muss man nachkaufen ab und zu, halten aber auch sehr lange und kommen in so einem großen Paket. Und das sorgt dafür, dass dieser Duftstoff im Prinzip, gerade wenn es windstill ist, klappt es natürlich besser, um den eigenen Standort ausgetragen wird. Das soll bis zu 20 Quadratmeter umfassen. Mir reicht es, wenn es eigentlich nur 1 Meter ist und es hat tatsächlich die Campingabende, die ich im Sommer hatte, schon deutlich verbessert. Problem ist, das kostet 50 €, also ein großes Einmalinvestment und dann noch ein bisschen regelmäßig für diese kleinen Plättchen, die man kaufen kann. Ich finde aber das erste Produkt, was wirklich gegen Mücken hilft und in Zusatz zu Mückenschutzmitteln kann man da, finde ich, auf Trekkingtouren auch komplett aus seinem Kopfnetz verzichten, wenn man diese 114 Gramm Gewicht hier eingehen möchte. Das vierte Gadget sind ultraleichte Mini-Luftpumpen und da habe ich auf meinem Kanal schon mal die sogenannte PetPal vorgestellt, die dafür sorgt, dass man unterwegs auf Touren wirklich seine Isomatte nicht mehr mit dem Mund aufpusten muss, sondern zum Beispiel so eine Thermarest X-Lite mit einem bestimmten Adapter wirklich ganz automatisch mit nur 9 Gramm Gewicht aufpusten kann. Die PetPal hat dabei kein integriertes Akku, das heißt, über diesen USB-C-Eingang muss ich ein Kabel an meine Powerbank oder mein Smartphone anschließen, aber dann funktioniert das wirklich
wirklich erstaunlich gut. Die ist sehr schnell ausverkauft, in Amerika auch nicht einfach zu bekommen. Deswegen gibt es dann mittlerweile auch gute Alternativprodukte. Zum Beispiel das Produkt von Flextail, die sogenannte Zero Pump. Die kommt mit dem schicken Metallgehäuse, wiegt 33 Gramm und hat den Unterschied, dass sie keine externe Stromquelle braucht, sondern man eine kleine Batterie einfach einlegen kann und da auch wirklich zahlreiche schicke Gummiadapter für alle Isomatten hat. Ansonsten gibt es von Aerogogo mittlerweile noch die Gigapump Air, 28 Gramm, noch ein bisschen weniger, und ein direkter Konkurrent zur PetPal, die auch besser zu bekommen ist der sogenannte Alpenblow. Der wiegt auch nur 8 Gramm, sogar noch 1 Gramm weniger, braucht auch kein Akku, kostet auch 50 Euro, also eine ganze Menge für so ein kleines technisches Gerät, ist aber gerade hier in Europa ein bisschen besser zu bekommen und die ersten Tests sehen da durchaus auch super aus. Perfekt passend dazu ist das 5. Gadget, nämlich die aktuell leichteste echte Powerbank auf dem Markt. 89 Gramm wiegt diese Nitecore NB5000R hier nämlich nur, hat einen kleinen USB-C Ein- und Ausgang und eine LED-Anzeige, damit man immer weiß, wie viel da drin ist. Und dazu passt dann gut das leichteste Ladekabel. Unter 1 Gramm wiegt nämlich nur dieser USB-C auf USB-C Stecker, und diese beiden Teile kann ich dann einfach ineinander stecken und zum Beispiel mit so einer ultraleichten Luftpumpe hier verbinden, damit ich unterwegs auch ganz einfach meine Isomatte hier aufpusten kann. Und da kommt auch wirklich ordentlich Leistung drauf. Ja, wenn man diese Powerbank dann auch gleichermaßen leicht laden will, gibt's hier dieses kleine Gadget von Logilink. 18 Gramm wiegt dieser Stecker nur, hat einen alten USB-Anschluss und nur 5 Watt, aber das sind die leichtesten Optionen, um unterwegs Strom zu haben. Wenn es auf Touren mal regnet, nutzt man im Outdoor-Bereich häufig Regenjacken oder Ponchos. Aber zu Hause im Alltag nutzen viele auch Regenschirme. Die sind sehr praktisch, aber natürlich für so Fernwanderungen viel zu schwer, zu groß und halten vielleicht auch nicht genug aus. Und dafür gibt es ultraleichte Mini-Regenschirme, zum Beispiel auch von Sipex oder Modbell, die sehr, sehr teuer sind und dann vielleicht noch zusätzlichen UV-Schutz haben, um auch als Sonnenschirm zu fungieren. Ich habe hier aber den Zero Doppler. Der kostet nur 25 Euro im Vergleich zu den anderen wirklich sehr, sehr wenig und wiegt nur genau 99 Gramm. Und der hat sich für mich mittlerweile als sehr praktisch erwiesen, den ich auf kurzen Touren mal mitnehme, um dann wirklich einen kleinen Regenschutz zu haben. Es ist nicht der größte Schirm, aber er ist sehr, sehr stabil, er ist noch nie gebrochen, auch im starken Wind, und es ist mal was ganz anderes, wenn man auch mal die Möglichkeit hat, ein bisschen freier zu laufen, eine gewisse Fläche vor sich zu haben und nicht nur alles unter dem Poncho und der Regenjacke wirklich auch schlecht belüftet trocken zu halten. Das 7. Gadget ist dieses kleine Röhrchen hier, und das kann ich einerseits so auseinanderziehen und wirklich auf eine große Länge ausfahren und dann benutzen, um mein Lagerfeuer unterwegs besser anzufachen. Ich bin bald in Schweden unterwegs und werde wahrscheinlich jeden Abend da die Möglichkeit haben, Feuer zu machen. Da Holz mal nass sein kann und man unterwegs nicht das beste Anzündmaterial hat, kann man dieses Rohr benutzen, um dann wirklich tief ins Feuer zu gehen und unten wirklich noch die Glut anzufachen, um dann wirklich viel, viel einfacher das Ganze zum Entzünden zu bringen. Das ist sehr kompakt und vor allem auch sehr leicht. Ich habe hier ein Modell von Freigeist, kostet 9 Euro und wiegt insgesamt 28 Gramm. Es gibt es natürlich auch von anderen Herstellern noch, zum Beispiel den Pocket Bellow von Firebox in der 3. Version, wiegt das nur 20 Gramm. Da kann man also noch, wenn man möchte, ein bisschen sparen, der kostet aber ein bisschen mehr. Und mir fallen natürlich auch noch andere Nutzungen dafür ein, wenn man es nicht nur als Lagerfeuerunterstützung mithaben will. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, das als Notfallhering zu benutzen, irgendwie auch wenn man am Sand unterwegs ist, oder als Teil einer Tarp- oder Zeltkonstruktion, weil das Ding eigentlich auch relativ stabil ist. Ich versuche auf meinem Kanal gerade jede Woche ein Video über Tracking oder den generellen Outdoor-Bereiche für alle kostenlos zur Verfügung zu stellen. Solltest du gerade meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würde es mir wirklich unglaublich damit weiterhelfen, das jetzt einmal zu tun, sodass ich in Zukunft noch weitere Videos zu spannenderen Themen, vor allem auch für neue Leute in dem Hobby, beleuchten kann. Vielen Dank dafür. Das nächste Gadget ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber für alle wirklich sehr, sehr nützlich, die mit Gaskochern draußen unterwegs sind. Denn das ist ja ein kleiner Gasflaschen-Nachfülladapter. Und da verbindet man quasi 2 Gasflaschen miteinander und hat die Möglichkeit, aus der einen Gasflasche wirklich, was in die andere Gaskartusche einzufüllen. Und der Vorteil liegt da auf der Hand. Man hat also keine fast leeren Gaskartuschen mehr, die irgendwie rumliegen, die ansonsten noch zu wenig Gas für eine Tour hätte. Und man kann vielleicht sogar die perfekte Gasmenge für seine Tour wirklich komplett vorher abzählen. Und so hat man wirklich keine Verschwendung mehr beim Gas.
Gas. Und da muss man im Prinzip einen Kanister nehmen, zum Beispiel den Aufnahmekanister wird der genannt, den stellt man dann in den Gefrierschrank, und einen Sendekanister, das ist bei mir dann häufig eine größere Flasche, den man in die Sonne stellt. Dann wartet man ein bisschen und das sorgt dann dafür, dieser Temperaturunterschied, dass das Gasgemisch sich ein bisschen anders verhält. Den setzt man dann dazwischen und der Empfangskanister wird unten gelagert, der Versandkanister oben, und dann dreht man das ganz vorsichtig auf und merkt, wie das Gas langsam rübergeht. Aber ich sagte schon, Vorsicht, diese Ventile und Einmal-Gaskartuschen sind dafür aber eigentlich nicht gemacht, und es ist auch offiziell, ich sag mal, nicht vorgesehen, dass man das macht. Das heißt, das Ventil wird nicht ewig halten. Ich würde das nicht öfter als 1-2 Mal, wenn überhaupt, machen. Dann werdet ihr merken, dass die Ventile irgendwann kaputt gehen und das Gas da auch entweichen können. Deswegen auf jeden Fall aufpassen an der Stelle. Das 9. Gadget ist eine ziemlich einfache Lösung für ein Problem, was mich schon seit längerer Zeit wirklich sehr, sehr stark aufregt und ich auch schon öfter mal ein Video darüber gemacht habe, nämlich wie viele Leute draußen aufs Klo gehen und dabei vor allem Klopapier und Feuchttücher und andere Dinge einfach liegen lassen und noch nicht mal vergraben. Das ist nämlich der Kuto Clean Flaschenaufsatz. Und das, ich habe hier 2 Stück davon, ist ein kleiner Aufsatz, der auf ganz, ganz viele verschiedene Flaschen drauf passt, 8 € kostet und 12 Gramm wiegt. Und das kann ich natürlich dazu benutzen, um dann aus meiner Flasche wirklich ein sehr effektives Bidet zu machen. Und das habe ich früher mal teilweise selber gebaut und da wirklich in den Deckel mit einer kleinen Nadel Löcher reingesteckt. Da ist aber nicht genug Druck drauf, hat nicht gut funktioniert, und das System spart natürlich dann Klopapier, das spart eine Schaufel, das spart Feuchttücher, und viele verwenden das sowieso mittlerweile zu Hause, und es ist eine sehr hygienische Lösung wirklich für viele. Ich muss sagen, ich persönlich verwende meistens trotzdem noch Klopapier, vergrabe das dann natürlich, aber ich kenne viele Mitwanderer, die darauf wirklich schwören, und dieser Aufsatz, ich kann es ja einmal demonstrieren, ist ja nur Wasser, sorgt wirklich dafür, dass ich dann sehr stark wirklich einen Strahl daraus bekommt und dann schon einige sicherlich säubern kann. Beim nächsten Gadget geht es mal ums Thema mehr Sicherheit und Erste Hilfe. Wir haben uns hier auf dem Kanal schon mal ultraleichte Erste-Hilfe-Sets angeschaut und geguckt, was braucht man wirklich mindestens. Ist man dann aber wirklich technischen Terrain unterwegs, im Geröll oder sehr weit abseits, dann kann es als nächstes dann Sinn machen, eine sogenannte Splint mitzunehmen, also eine Schiene. Und viele sind vielleicht schon mal in Kontakt mit Sam Splint gekommen. Die stellen dieses geniale Produkt her in verschiedenen Größen. Eine komplette ultraleichte Schiene, die 120 Gramm wiegt. Das ist hier die Größe 36 Zoll. Es gibt es auch noch in 24 Zoll. Dann wiegt das nur 82 Gramm und ist fast genauso gut. Und dieses Ding ist wirklich ein absolutes Rettungsupgrade und kaum schwerer als ein normales Tape. Und das hilft im Zweifel wirklich unglaublich. Hier auf der Schiene selbst sind schon verschiedene einfache Anleitungen abgedruckt, was man damit machen kann. Also sei das Handgelenk, ein Armbruch, Knöchel, Beinverletzung. Hier drin, das könnt ihr natürlich nicht fühlen, aber ist wirklich sehr starres Metall. Das kann ich jetzt zum Beispiel hier um die Hälfte einmal falten und könnte das jetzt in meinem Unterarm zum Beispiel hier als C-Form zum Beispiel schienen und hätte dann wirklich eine sehr starre Schiene, die ich dann natürlich noch befestigen müsste. Aber ihr seht schon, das bringt im Notfall wirklich sehr, sehr viel und ermöglicht mir dann vielleicht aus der Notsituation rauszukommen und das nächste Dorf aufzusuchen. Das nächste Gadget ist für alle was, die auch gern mal auf einer Tour ein Foto oder ein Video von sich oder von der Landschaft wirklich brauchbar machen wollen. Unterwegs hat man natürlich sein Smartphone dabei, aber kein großes Stativ, weil das zu sperrig und zu schwer ist. Und dafür war ich lange auf der Suche nach einem kleinen, ultraleichten Mini-Stativ und bin hier beim Joby Griptide One hängen geblieben. 45 Gramm wiegt das Ganze gerade und wie ihr seht, ist fast so dünn hier wie eine kleine Karte. Das kann man so aufklappen, ganz schnell, und hier so ein Dreibein auseinanderziehen. Das Ganze wird dann einfach so positioniert und mit einem Kugelkopfgelenk kann es dann auch noch gedreht werden. Und hier stelle ich dann eigentlich mein Smartphone rein, und wenn ihr meine Tourenvideos kennt, dann seht ihr manchmal meine Laufaufnahmen. Da stelle ich einfach das Smartphone auf den Boden zum Beispiel, richte das dementsprechend aus, oder wenn ich an eine Bank, einem Tisch, einem Baumstamm vorbeikomme, packe ich das einfach da drauf und habe dann wirklich eine Aufnahme von oben. Das kostet zugegebenermaßen mit 30 €, finde ich vergleichsweise viel, ist aber wirklich komplett aus Metall, hier kein billiges Plastik und hat mich bisher noch nie enttäuscht. Was mir schon mal gebrochen ist, ist eine Trekkingstockhalterung, nämlich der sogenannte Self-Ski. Den habe ich mir sogar 2-mal gekauft und damit konnte ich mit einer ähnlichen Konstruktion wie das hier meine Kamera oder mein Smartphone an meinem Trekkingstock dran heften, um es als eine Art
Selfie-Stick zu verwenden oder den Stock auch in den Boden zu stecken und damit ein Stativ zu haben. Kann ich euch nicht mehr empfehlen, deswegen musste ich hier upgraden, habe jetzt eine GoPro-Halterung, die aus Metall ist, die wiegt einiges mehr und nicht mehr so ein Plastikstativ hier, sondern auch etwas aus Metall. Das Ganze ist von Ulanzi und das wiegt mehr, was den Stock auch schwerer macht, aber ist auf jeden Fall zu empfehlen, weil es nicht kaputt geht. Und wenn du dein Smartphone nicht nur zum Navigieren und Fotos machen unterwegs nutzt, sondern vielleicht auf längeren Reisen auch mal Dinge festhalten willst, zum Beispiel irgendwie in einem Reisetagebuch oder auch auf Social Media regelmäßig unterwegs bist oder zum Beispiel wie Christine Thürmer, die mich auch auf die Idee gebracht hat, an einem Buch von unterwegs schreibst, dann gibt es diese ultraleichten Mini-Tastaturen, die man einfach an sein Smartphone koppeln kann. Das ist ein relativ neues Modell, was ich bei Action gefunden habe, hat nur 10 € gekostet, man kann es auf- und zuklappen, es wiegt 152 Gramm und ist extrem dünn, weil da keine Batterie mehr drin ist, sondern sogar mittlerweile auch per USB-C wirklich per Akku geladen werden kann. Ich musste die Tastatur tatsächlich noch nie laden bisher, also es hält sehr, sehr lange. Man macht es einfach nur an, aus, verbindet es mit seinem Handy per Bluetooth und kann dann wirklich effizient auch mal abends im Zelt am Lager ein bisschen schneller tippen als auf dem Smartphone. Das ist für viele und für mich auch auf jeden Fall angenehmer. Mit dem 13. Gadget könnte man jetzt noch ganz andere Dinge in seinem Tagebuch festhalten, nämlich wie viel Wind und wie viel Temperatur an dem Abend vielleicht geherrscht hat, um dann später genau zu wissen, wie gut sein eigenes Zelt-Setup oder Tarp-Setup auch beim Wind funktioniert hat. Aus diesem Grund habe ich mir auch diesen Windmesser hier gekauft, der oben einfach nur so einen kleinen Propeller hat und wenn ich mal puste, zeigt er mir wirklich in km/h jetzt wirklich den Wind an, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und ich kann die hier sogar speichern. Es gibt auch wirklich ganz, ganz kleine leichte Thermometer, die sind wirklich nur ein paar Zentimeter groß, die kann man einfach in den Rucksack ketten, wenn man sich nur für die Temperatur interessiert, um vielleicht im Nachhinein zu wissen, habe ich bei 4 Grad gefroren, war es doch zu warm und vor allem, wie viel Grad war es im Zelt an meinem Spot real? Das unterscheidet sich manchmal ganz deutlich von dem, was im Wetter steht, auch vielleicht wenn man an Wasser zeltet. Und so hat man dann wirklich eine Übersicht über alle Messdaten und kann dann genau daraus lernen, Jahr für Jahr, welche Setups und welche Stärken vielleicht von Schlafsäcken und Isomatten am besten für welche Bedingungen sind. Und das 14. Gadget ist hier gerade schon weggerollt, falls ihr es gesehen habt. Dieser kleine Korkball. Sieht sehr einfach aus, ist aber absolut genial für alle, die regelmäßig Probleme mit Fußmuskelschmerzen oder sogar Schulterschmerzen haben. Und der einzige Anwendungsfall ist nicht nur, dass man den wirklich unter seine Fußsohlen packen kann, in der Pause, wenn man die Schuhe auszieht, wirklich damit seine Füße massieren kann. Das bringt schon sehr viel, aber man kann es eigentlich wirklich am ganzen Körper machen, auch an den Schultern. Es tut einfach unglaublich gut, wenn man hier hinten dran kommt. Und ich nutze diesen Ball nicht nur dafür, sondern zum Beispiel, wenn ich abends meine Heringe reinstecke. Je nach Modell ist das manchmal gar nicht so einfach. Und dieser Korkball ist eigentlich super dafür geeignet, das so ein bisschen als Druckpunkt auch zu nehmen und dann weniger Schmerz auch in den Händen zu haben, weniger Dreck zu haben, um dann auch so einen Hering einfach reinzupuschen. Wiegt auch nicht die Welt. Das Modell hier 14 Gramm, passt überall rein und so einen kleinen Ball auf Tour mitzuhaben, kann auch mal ganz spannend sein. Das nächste Gadget sind die super nützlichen Tracking Pole Extender, die man öfter braucht, als man denkt. Und wie der Name schon sagt, verlängern die quasi die Länge des Tracking-Stocks, indem man die einfach vorne hier auf die Spitze draufsteckt und damit nur ein paar Zentimeter gewinnt. Die können aber entscheidend sein, wenn man die Tracking-Stöcke dazu benutzt, ja sein Lager abends zu bauen, also sein Zelt, sein Tarp oder anderweitig zur Abspannung. Denn damit gewinnt man einerseits wirklich mehr Platz, muss sich also im Zwang keine längeren Tracking-Stöcke kaufen, die dann auch noch mehr Gewicht haben und häufige Modelle wie dieser Gossamer Gear The One, den gibt's dann auch nur bis zu einer gewissen Länge von 125 oder 130 Zentimeter. Bei meinem Tarp 10 Rainbow zum Beispiel brauchte ich 1,45 Meter Tracking-Stöcke, um das Ganze freistehend aufzubauen. Und dann wollte ich mir keine sehr schweren, teuren, längeren Stöcke holen, sondern konnte da wirklich meine dünnen Carbonstöcke mitnehmen und das einfach so verlängern. Bei Pyramidenzelten, wenn man den Stock so hinstellt, kann es dafür sorgen, dass man mehr Kopffreiheit wirklich hat und mehr Beinfreiheit, weil das Ganze einfach höher steht, ohne was neu kaufen zu müssen. Es ist übrigens auch möglich, wenn ihr zu zweit unterwegs seid und ein 2-Personen-Zelt habt, dass man 2 Tracking-Stöcke ineinander steckt und die
wenn man eine variable Länge hat, auch kürzer machen kann und dann auf jeder Seite vielleicht 2 Poles zum Beispiel bei einem freistehenden Zelt hat. Also sehr, sehr nützlich. Ich habe hier welche von Tarpzent aus Carbon sogar. Die kosten nur 4 Euro, wiegen 14 Gramm und das verhindert teilweise, dass man sich wirklich ein ganz neues Modell kaufen muss, wenn einem nur ein paar Zentimeter beim Trackingstock fehlen. Als nächstes Gadget haben wir ganz spezielle faltbare Becher. Viele kennen vielleicht schon den Sea2 Summit X-Cup. Der wiegt 40 Gramm, kostet nur 10 Euro und fast 250 Milliliter. Der ist relativ robust und kommt auch mit etwas heißeren Flüssigkeiten klar. Und viele haben gern einen Becher dabei, wenn man gerade im Topf nicht nur Wasser aufkocht, sondern vielleicht auch seine Mahlzeit daraus isst, braucht man natürlich noch ein zweites Gefäß, um daraus zu trinken. Mittlerweile gibt es von Decathlon aber diesen kleinen X-Lite Cup. Die kosten nur 5 Euro. Ich habe mittlerweile 2 davon und die kommen eigentlich aus dem Trailrunning. Denn da möchte man nicht Einwegbecher immer mithaben, sondern jeder hat da wirklich so einen wiederverwendbaren Becher. Da passen nur 200 Milliliter rein, reicht aber meines Erachtens auch. Man hat so eine Schlaufe, um dann theoretisch das Ganze auch im Laufen gut festhalten zu können. Da muss man aber aufpassen, ist die Maximaltemperatur nur 40 Grad. Da muss man also ein bisschen warten, bis das abgekühlt ist. Dafür wiegt das Ganze aber dann nur 9 bis 10 Gramm, also wirklich nur ein Viertel von diesem dann im Gegensatz schweren Sea2 Summit Becher. Das letzte Bonus-Gadget, von dem ich ganz begeistert bin, und für mich ist es wirklich ein Gadget, das sind einfache Gummibänder. Und ich habe mir irgendwann mal so ein 100er-Pack gekauft und dann nur vereinzelt ein paar mitgenommen, eigentlich mit dem Gedanken, damit ich nicht wieder verschließbare Lebensmittelbehältnisse, zum Beispiel Salzbrezel habe ich häufig mit dem Gummiband wieder verschließen kann, damit die nicht alles im Rucksack oder im Foodbag wirklich dreckig machen. Und das klappt sehr, sehr gut. Auf jeder Tour mache ich sofort, wenn ich eine Packung aufhabe, immer ein Gummiband darum. Aber ich habe die mittlerweile für so viele Sachen schon mehr benutzt. Zum Beispiel, wenn ich meine Isomatte aufrolle, egal ob so ganz oder in der Hälfte, kann man das mit einem einfachen Gummiband fixieren. Die wiegen ja auch wirklich unter 1 Gramm. Damit kann man Dinge zusammenhalten, wie seine Heringe zum Beispiel, verschiedene Kabel, damit da nichts verloren geht. Ich habe damit schon beim Laden mein Smartphone und meine Powerbank zusammengehangen, damit es nicht einzeln vielleicht an einer Steckdose hängt, die ein bisschen höher ist, zum Beispiel in einem Waschraum auf einem Campingplatz. Ich habe schon gesehen, dass Leute damit wirklich Dinge als Dichtungsring wieder dicht bekommen haben. Gaskartuschen oder vielleicht Trinkblasendichtungen. Es kann eine Spannhilfe sein, vielleicht beim Zeltaufbau, um dann irgendwie nochmal eine Leine extra überschlagen zu befestigen oder vielleicht das extra Fixieren von Pflastern, Verbänden. Eine Schiene würde ich damit nicht fixieren, aber ihr seht schon, die Dinger sind sehr, sehr nützlich und wenn ihr nur damit im Prinzip auch euren Foodbag wirklich zuschließen könnt. Ja, das war eine ganze Menge an Gadgets. Ich werde natürlich alles ausführlich nochmal mit Preis- und Gewichtsangabe unten in der Beschreibung verlinken. Wenn ihr Fragen dazu habt, ich bin mir sicher, irgendwas habe ich hier vergessen, stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Ich versuche auf alles zu beantworten. Ich hoffe, für euch war natürlich auch irgendwie ein nützliches Gadget dabei, was ihr vielleicht noch nicht kanntet. Hat euch das Video ansonsten gefallen, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.